schön, dass du heute wieder dabei bist. Kennst du diese Situationen, in denen alles erst ganz am Ende passiert? Die Aufgabe wird spät erledigt, die E-Mail wird kurz vor Schluss geschrieben und plötzlich heißt es wird gemacht. Genau solche Momente erleben wir im Alltag ständig. Heute schauen wir uns an, wie man darüber im Deutschen spricht, wenn nicht wichtig ist, wer handelt, sondern was passiert. Wenn du lernen willst, natürlicher zu erzählen und dein Deutsch auf das nächste Level zu bringen, bleib unbedingt dran und abonniere den Kanal für weitere Lektionen. Bevor wir uns später mit der Grammatik beschäftigen, tauchen wir zuerst in eine kleine Alltagsszene ein. Hör einfach zu und achte darauf, was passiert und wie darüber gesprochen wird. Du musst nicht alles sofort verstehen. Lass die Situation erst einmal auf dich wirken. Ist der Bericht schon fertig? Er muss heute noch abgegeben werden. Noch nicht ganz, aber keine Sorge, er wird gerade überprüft. Wirklich? Gestern wurde noch daran gearbeitet. Ja, und heute wird alles in letzter Sekunde erledigt. Die E-Mails werden geschrieben, die Dateien werden hochgeladen. Typisch. Am Ende wird alles rechtzeitig gemacht. Genau, es wird immer spät angefangen, aber irgendwie wird es geschafft. Du hast gesehen, wie in der Szene über Abläufe gesprochen wird, wenn etwas spät, aber trotzdem erledigt wird. Viele dieser Ausdrücke brauchst du im Alltag, vor allem, wenn das Ergebnis wichtiger ist als die handelnde Person. Jetzt nehmen wir genau die Wörter aus dem Dialog, die diese Situationen beschreiben. Schau sie dir Schritt für Schritt an. Sie helfen dir, solche Momente klar und natürlich auszudrücken. Der Bericht. Ein Text mit wichtigen Informationen über etwas. Beispiel: Der Bericht ist fertig. Abgeben. Etwas jemandem offiziell geben. Beispiel: Ich gebe den Bericht ab. Überprüfen. Etwas genau ansehen, um Fehler zu finden. Beispiel: Ich überprüfe die Datei. Erledigt. Etwas ist fertig und muss nicht mehr gemacht werden. Beispiel: Die Aufgabe ist erledigt. Hochladen. Eine Datei ins Internet schicken. Beispiel: Ich lade die Datei hoch. Rechtzeitig. Nicht zu spät, genau zur richtigen Zeit. Beispiel: Ich komme rechtzeitig. Jetzt kennst du die wichtigsten Wörter aus dem Dialog und weißt, was sie bedeuten. Aber echtes Lernen passiert erst, wenn du sie selbst im Satz benutzt. Deshalb schauen wir uns die Geschichte jetzt noch einmal an. Diesmal mit Lücken. Mach dir keinen Stress. Hör auf dein Gefühl und setz die Wörter ein, die gerade passen. Ist der Bericht schon fertig? Er muss heute noch abgegeben werden. Noch nicht ganz. Aber keine Sorge, er wird gerade überprüft. Wirklich? Gestern wurde noch daran gearbeitet. Ja, und heute wird alles in letzter Sekunde erledigt. Die E-Mails werden geschrieben und die Dateien werden hochgeladen. Typisch. Am Ende wird alles rechtzeitig gemacht. Genau,
Es wird immer spät angefangen, aber irgendwie wird es geschafft. Super! Du hast die Wörter im Text schon aktiv eingesetzt und gesehen, wie Sätze im Passiv aufgebaut werden. Jetzt schauen wir uns genauer an, wie das Passivpräsens funktioniert und warum es so oft benutzt wird, wenn nicht wichtig ist, wer etwas macht, sondern was passiert. So wird aus Gefühl jetzt klares Verständnis. Passiv im Präsens. Wie wir im Dialog gehört haben, sprechen Anna und Tom nicht darüber, wer etwas macht, sondern was gerade passiert. Sätze wie „Er wird gerade überprüft“, „Die E-Mails werden geschrieben“ oder „Am Ende wird alles rechtzeitig gemacht“ zeigen sehr deutlich, die Handlung steht im Mittelpunkt, nicht die Person. Wofür benutzen wir das Passiv? Das Passiv benutzen wir immer dann, wenn die Handlung wichtiger ist als der Handelnde. Oft wissen wir nicht, wer etwas macht, oder es ist einfach nicht wichtig. Besonders häufig hören wir das Passiv bei der Arbeit, im Büro, in E-Mails oder bei offiziellen Informationen. Wenn wir sagen, der Bericht wird überprüft, dann ist wichtig, dass der Bericht geprüft wird. Wer das genau macht, spielt keine Rolle. Wie wird das Passiv im Präsens gebildet? Das Passiv im Präsens besteht immer aus 2 Teilen. Zuerst kommt eine Form von werden im Präsens. Danach kommt das Partizip 2, also die Form, die man auch beim Perfekt hört. Ganz ruhig erklärt. Der Bericht wird überprüft. Die E-Mails werden geschrieben. Die Dateien werden hochgeladen. Das Wort, das im Aktiv der wichtigste Teil war, steht im Passiv jetzt vorne im Satz. So richten wir die Aufmerksamkeit auf die Handlung. Fragen und Antworten für die Praxis. Wird der Vertrag heute unterschrieben? Ja, er wird heute unterschrieben. Was passiert mit dem Termin? Er wird auf nächste Woche verschoben. Wird das Problem bald gelöst? Ja, es wird gerade gelöst. Achte bei jeder Antwort darauf. Die Person ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, was gerade gemacht wird oder was passiert. Danke, dass du bis zum Ende bei diesem Video dabei warst. Jetzt, wo du das Passivpräsens gehört, geübt und im Text angewendet hast, kannst du beschreiben, was passiert, ohne dass die handelnde Person im Vordergrund steht. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und abonniere den Kanal, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Teile das Video gern mit deinen Freunden, die Deutsch lernen wollen. Gemeinsam macht Lernen einfach mehr Spaß. Schau dir bei Bedarf die Lektion noch einmal an und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Jeder Schritt bringt dich ein Stück weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib motiviert, übe fleißig und bis bald. Schreib in die Kommentare, was wird bei dir zu Hause oder bei der Arbeit immer in letzter Sekunde erledigt.